Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das AEG Multifunktionswerkzeug an. AEG hat nur eins per Akku und das ist das, was wir uns anschauen. Das ist ein Bürstenmotor, 20.000 Oszillationen pro Minute. Dann seht ihr da den Mechanismus für den Blattwechsel, unten das Einstellen der Geschwindigkeit, an, aus. Und ja, es ist irgendwie komisch, aber es geht relativ schnell zum Wechseln. Es ist relativ praktisch, muss ich sagen. Seht ihr, das nach oben drücken, dann wieder nach unten, dann zur Seite schieben und dann oben spannen und dann ist es fest. Bevor wir mit dem Test starten, will ich euch nochmal kurz zeigen, die Vibrationswerte vom AEG Multifunktionswerkzeug. Das ist wirklich sehr gut, muss man sagen, da wo man greift. Das sieht man jetzt leider nicht. Ich bin die Schuld. Ich habe die Kamera falsch aufgestellt, aber ich weiß die Werte nur im Kopf. Da waren es 5,5 Meter. An den ungummierten Stellen weiß ich es nicht mehr, aber normalerweise ist an den ungummierten Stellen sehr, sehr hoch. Das ist zum Beispiel eine Sache, die bemängelt wird beim AEG. Vorn, wo man vielleicht greifen würde, so wie ich da jetzt hingreife, dort man manchmal ja greifen, beim Multifunktionswerkzeug ist es kaum bis gar nicht gummiert. Aber was ich ganz klar sagen muss, sehr, sehr gut gummiert da, wo man greift. Wir sehen können Sie das Orangene da beim Griff, die Stellen, wo es ungummiert ist, da spürt man die Vibrationen teilweise durch. Aber insgesamt ist es wirklich ein sehr solides Werkzeug, also man kann sich gar nicht beschweren, es ist wirklich gut. Vibrationswerte von 5,5 Meter pro Sekunde, also ein super niedriger Wert einfach. Kommen wir nun zum Fazit. AEG braucht für 70 x 30 mm 19,2 Sekunden, der Einhell Varito nur 14,4. Deswegen habe ich die Schnittleistung nur als in Ordnung bewertet. Er ist etwas länger und ungefähr gleich schwer wie der Einhell Varito. Ungefähr gleich hoch. Der Griff ist deutlich besser, griffiger und einfach optimal geformt, dass man schön packen kann fest. Weil er eben dünner ist, kann man fester zupacken. Vibrationen seien sehr gut, weil er eben kaum Vibrationen durchlässt, durch das er so gut gummiert ist an der Hauptfläche. Und meistens greift man nur da. Und also 5,5 Meter pro Sekunde sind das im Vergleich zu 11 Meter pro Sekunde. Und ein relativ schneller Blattwechsel ist möglich. Ich habe es gesehen, wie das funktioniert. Etwas komplizierter als beim Einhell und dauert auch länger auf jeden Fall. Also Blattwechsel finde ich besser, viel besser beim Einhell. Preis 100 Euro ist deutlich teurer wie der Einhell, aber es habt 6 Jahre Garantie, das Doppelte. Also als bei Einhell und eine Profi-Garantie, das ist der Vorteil, heißt, könnt ihr auch im Gewerbe verwenden und die volle Garantie genießen. Insgesamt bin ich mit dem relativ zufrieden. Die Schnittleistung ist nicht ganz wie erwartet, muss ich sagen. Er hat anscheinend
An größeren Winkel 3,6 Grad, im Vergleich zum Varito sind es 3,2. Sollte also schneller sein, ist er aber nicht. Verstehe nicht wieso, aber es ist so wie es ist. Ist auf keinen Fall langsam oder so, aber halt 5 Sekunden mehr, das macht schon einen Unterschied. Aber ich weiß, dass er nicht zu den langsameren gehört, sondern zu den, ja, mittelguten, also nicht ganz so langsam, nicht ganz so schnell, aber zu den relativ soliden. Ja, also, beide sind unten verlinkt. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt und sowieso was auf Amazon kaufen wollt, bestellt es über den Link bitte. Kriegt keine Provision, es würde mich unterstützen, euch kostet nichts mehr. Und ja, ich bedanke mich für jeden, der das macht, ich bedanke mich für jeden, der schaut. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Servus, danke und ciao.